Hi, ich bin Martina. So schön, dass du da bist. Lass uns heute bitte über Scham sprechen. Darüber, ob Scham dich wirklich aufhält auf deinem Seelenweg und was Mut mit Scham zu tun hat. Und dazu müssen wir erstmal bei der Bewertung von Gefühlen anfangen. Die allermeisten Menschen teilen Gefühle in positive und negative Gefühle ein und ganz oft wird uns suggeriert, wir müssen unsere negativen Gefühle irgendwie ausmerzen. Negative Gefühle sind ganz, ganz schlecht. Und das sehe ich anders. Gefühle sind einfach Gefühle. Wir können unsere Bewertung da rausnehmen und Gefühle wahrzunehmen ist immer wertvoll und ist immer hilfreich für unseren Weg. Und natürlich gibt es Gefühle, die fühlen sich sehr unangenehm an. Und Scham ist vielleicht eines der unangenehmsten Gefühle. Außerdem ist Scham noch dazu sehr, sehr negativ bewertet. In spirituellen Kreisen sagt man, Scham ist das am niedrigst schwingendste Gefühl und deswegen ist Scham ganz, ganz schlecht. Das Problem mit dieser Bewertung ist aber, dass wir uns gar nicht mehr trauen, darüber zu sprechen, dass wir uns schämen. Wir nehmen Scham wahr. Scham ist ein Gefühl wie alle anderen. Also jeder kennt das Gefühl von Scham. Und es hat jetzt gar nichts damit zu tun, ob das jetzt angebracht ist oder nicht. Ein Gefühl ist einfach mal da und wir könnten es einfach da sein lassen, fühlen und dann geht es auch wieder. Aber weil Scham so negativ besetzt ist, führt das dazu, dass es noch schwieriger für uns wird, das da sein zu lassen und vielleicht sogar darüber zu sprechen. Weil zum einen ist es sowieso unangenehm zu fühlen und zum anderen ist es einfach stigmatisiert. Wenn du dich schämst, ist irgendwas falsch mit dir. Dann hast du ein Problem mit deinem Selbstwert oder was auch immer. Und das ist echt nicht hilfreich. Und ich möchte in diesem Video eine andere Perspektive auf Scham mitgeben, weil, Spoiler, Scham ist dir dienlich auf deinem Seelenweg. Und ich habe mal gehört, Scham ist das einzige Gefühl, das keinen Nutzen für uns hat, das wirklich gar nichts Positives an sich hat. Das sehe ich nicht so und diese Perspektive möchte ich dir gerne mitgeben, weil für mich war es auch ganz, ganz lange so, dass ich Scham weggedrückt habe, möglichst weggedrückt. Ja. Also die Scham habe ich zwar wahrgenommen, aber habe mich nicht damit beschäftigt. Ja. Ich wollte die einfach weghaben, weil man schämt sich einfach nicht. Ja. Gerade als Coach und als Mensch, der sehr weit ist in der Persönlichkeitsentwicklung, Scham ganz schlecht. Und was ich dann aber mal erkannt habe, war, dass Scham, wenn ich ihr keinen Raum gebe, dazu führt, dass ich in die Trennung gehe, dass ich mich zurückziehe. Ich habe mich mal in einer Zeit, wo es mit meinem Business nicht gut gelaufen ist, von all meinen Bekanntschaften und Freunden, die im Businessbereich sind, zurückgezogen. Ich habe Treffen abgesagt, habe mich dann einfach nicht mehr bei den Leuten gemeldet, aus Scham, weil ich nicht so tun wollte, als wäre alles okay, wenn ich mich mit den Leuten treffe, aber ich wollte auch nicht sagen, dass nicht alles okay ist, weil ich mich dafür geschämt habe. Das heißt, die Scham hat für Trennung gesorgt. Ein anderes Beispiel, noch viel länger her, ich war lange in einer gewaltvollen Paarbeziehung und habe das niemandem erzählt. Keiner Freundin von mir, meiner Familie nicht, weil ich mich so dafür geschämt habe, dass mir das passiert, dass ich in so einer Beziehung bin und dass ich in dieser Beziehung bleibe. Und ich hatte einen Schlüsselmoment in meiner ersten Coaching-Ausbildung. Da hatten wir die Aufgabe, nachdem wir schon sehr, sehr zusammengeschweißt waren als Gruppe, wir kannten uns dann alle schon sehr gut, sehr tief und dann haben wir mal die Aufgabe bekommen, etwas in der Gruppe zu teilen. Das war eine kleine Gruppe, 5 Frauen, wofür wir uns schämen. Und das war überraschend für mich,
was das in mir ausgelöst hat, darüber zu sprechen und etwas auszusprechen, wofür ich mich schäme. Und es sind dann auch direkt die Tränen gekommen. Also ich habe begonnen, das zu teilen und habe gleich zu weinen begonnen. Und die Scham ist groß geworden und ist echt mal durch meinen ganzen Körper durchgeflossen und ist dann abgeflossen. Und das habe ich dann wieder erlebt in dieser Situation, dann, wo ich mich so zurückgezogen habe, wo es mit meinem Business nicht gut geklappt hat, wo ich finanzielle Probleme hatte, habe ich dann irgendwann die Entscheidung getroffen, okay, ich gehe ins Gespräch, ich spreche mit vertrauten Menschen darüber, speziell mit 2 Menschen, bei denen ich mich zurückgezogen habe. Und schon alleine der Gedanke daran hat die ganze Scham hochgeholt. Und dann bin ich mit den 2 ins Gespräch gegangen und wieder war es dasselbe, die Scham ist abgeflossen. Und das war dann so der Klickmoment für mich, weil ich mir gedacht habe, hey, spannend eigentlich, was, wenn die Scham der Hinweis auf unserem Seelenweg ist, dass wir uns ein Thema anschauen sollen und dass wir mit diesem Thema ins Gespräch gehen sollen, in Verbindung gehen sollen. Dass Scham also eigentlich will, dass wir in Verbindung gehen, dass Scham ein Anzeigen dafür ist oder dass das Scham uns einfach anzeigt, hey, geh mit diesem Thema in Verbindung. Dass Scham also ein guter Wegweiser auf unserem Seelenweg ist. Und da kommt der Mut ins Spiel, weil sich ja Scham so unangenehm anfühlt. Braucht es Mut, das heißt, wir dürfen dann zur Scham den Mut einladen, damit wir dem Aufruf der Scham folgen. Und dann löst sich aber ganz viel, weil dann fließt die Scham ab, dann sind wir aus dieser Trennung draußen, dann kommt wieder Entspannung ins System. Ja? Also Scham erzeugt sehr viel Anspannung und Druck und Verhärtung. Und wenn das abfließt, weil wir den Mut fassen, in Verbindung zu gehen, dann fließt das alles ab, dann können wir uns wieder entspannen und dann sehen wir vielleicht auch Lösungsmöglichkeiten. Also hier meine Einladung an dich, zum einen, dass du beginnst in deinem Leben und auch in der Kommunikation mit den Menschen um dich herum, Scham zu entstigmatisieren und zu normalisieren und Scham einfach als Hinweis zu nutzen, in Verbindung zu gehen. Dann stell dir mal vor, wir würden das etablieren. Stell dir vor, ganz, ganz viele Menschen würden darüber sprechen, dass das der Nutzen von Scham ist oder dass Scham uns zeigen will, in Verbindung zu gehen. Dass Scham also nichts Schlechtes ist. Vielleicht würden dann mehr Menschen, die von Gewalt betroffen sind, mit Vertrauten sprechen. Vielleicht würden dann mehr Menschen, die finanzielle Probleme haben, sich früher Hilfe holen. Also ich lade dich wirklich dazu ein, Freundschaft mit deiner Scham zu schließen. Und damit wünsche ich dir einen wunderschönen Tag. Alles Liebe zu dir.